Ich habe ein paar Leute gefragt, ne? Und ganz ehrlich, ja, ich finde die EU auch scheiße, so wie sie ist. Das ist ja kein geiler Verein. Für mich sieht so europäische Solidarität absolut nicht aus. Momentan ist meiner Meinung nach die EU ein riesiges bürokratisches Monstrum, das vor allem daraus besteht, dass die Länder, die viel haben, noch mehr bekommen und die Länder, die wenig haben, weniger bekommen. Das ist der Sinn der... Und dann versucht man auch noch gemeinsam eine Außenpolitik zu machen, die nur dann funktioniert, wenn sich alle komplett einig sind, was absolut, glaube ich, noch nie in der Geschichte der EU auch nur ein einziges Mal passiert ist. Das heißt, jedes Problem, das gelöst werden soll, wird eigentlich erst dann gelöst, wenn es auch schon zu spät ist eigentlich. Und jetzt gibt es mehrere Arten und Weisen, damit umzugehen. So. Es gibt die sagen, ja, dann schaffen wir die EU ab. Ja, nee, auf jeden Fall, Jürgen, mega geile Idee, weil Rückschritt ist immer schon der beste Fortschritt gewesen. Auf jeden Fall Daumen hoch. Dann gibt es die sagen, nein, Europa ist die Antwort. Liebe SPD, Europa ist nicht eine Antwort, Europa ist eine Frage. Und jetzt haben Parteien die Aufgabe, sich darauf eine Antwort ausdenken zu müssen. So. Und das funktioniert nur, wenn Leute da hingehen und wählen. So, ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal sagen muss, Sonntag ist Wahl, geht da auf jeden Fall hin, ist voll wichtig. Natürlich geht ihr da hin. Was ich beantworten möchte, ist die Frage, die mir jetzt aufgestellt wurde, nicht nur ob ich wähle, sondern was ich wähle. Und ich habe natürlich diesen Valomaten gemacht. Kann man wohl nicht mehr. Ich habe ihn rechtzeitig gemacht und die Antwort da ist, meine Prioritäten sagen, ich soll anscheinend die Grünen wählen. Ne? Weil meine Prioritäten, keine Frage, nicht die Prioritäten sind, die andere Menschen vielleicht haben. Eine meiner Prioritäten zum Beispiel ist, dass wir dafür sorgen, dass die Leute, die mit Schiffen rausfahren, um Menschenleben im Mittelmeer zu retten, dass wir die vielleicht nicht bestrafen, sondern eventuell auch wenigstens so ein bisschen unterstützen könnten. Das ist eine meiner Prioritäten. Die zweite Priorität, die ich mir gesetzt habe, war, dass man sagt, ganz im Ernst, es gibt Konzerne und in Brüssel hat man oft den Eindruck, dass da so viele Konzerne, so viele Ideen auch nur einbringen, die dann umgesetzt werden, dass das aufhören muss. Wir leben im Kapitalismus. So. Das heißt, Firmen haben sowieso schon so viel Macht, dass dem irgendwas gegenüberstehen muss. Und das sollte meiner Meinung nach die EU sein. Das heißt, dafür muss man verschiedene Steuerabkommen gemeinsam bestimmen. Dafür muss man vernünftige Finanzregelungen finden. All das bin ich ganz großer Fan von. Und trotzdem, obwohl der Wahlomat sagt, Moritz, wähl doch mal die Grünen, ist meine Antwort, nee, werde ich nicht. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben die Partei wählen. Und zwar nicht, weil ich das besonders lustig finde, was diese Menschen da machen, sondern weil meine Stimme damit direkt an Nico Semsrott geht. Und das mache ich deswegen, weil ich der persönlichen Meinung bin, dass wenn Nico Semsrott es schafft, in diesem EU-Parlament zu sitzen, dann sitzt da wenigstens eine Person, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass derjenige im EU-Parlament versucht, so zu stimmen, wie ich persönlich das auch sehe. Und deswegen ist meine Wahlempfehlung, die ich jetzt geben darf, weil ich völlig ungebunden, auch gar nicht mich mehr an den Rundfunkstaatsvertrag halten muss. Ich gehe am Sonntag los und wähle Nico Semsrott. Es ist mir egal, was ihr wählt. Hauptsache, ihr geht wählen. Was natürlich Bullshit ist. Wenn ihr der Meinung seid, ich will die CDU, ja, dann geht da nicht hin. Wenn ihr der Meinung seid, Denkzettel, mal die AfD, kann ich das nachvollziehen. Finde ich auch keine schlechte Idee. Geh auf jeden Fall dahin. Aber ganz im Ernst, Denkzettel machen ja keinen Sinn, wenn die Regierung da oben nicht weiß, woher die kommt. So, also wenn, dann solltest du wenigstens, dann schreib noch eine Botschaft für die Merkel damit drauf. Schreib deinen Namen da drauf und sag, warum du gegen die EU bist. Auf deinen Stimmzettel. Und dann geht er auf jeden Fall Sonntag hin und gibt den ab. Und dann sehen wir uns bald mit dem nächsten Thema. Hey, Europa.